Echt? Nein. Soll ich sagen, wie wir heißen oder was? Hallo, wir sind Sönke und Lea. Und wir machen eine Weltreise rund um die Welt. Hallo, wir sind Sönke und Lea. Und wir reisen um die Welt. Das war komisch betont. Hallo, wir sind Sönke und Lea und wir reisen um die Welt. Wir wollen mit diesen Videos uns selbst ein Andenken schaffen, sowie auch unseren Freunden und Bekannten und unserer Familie ein bisschen erzählen, was wir alles so für Geschichten erleben. Vor einer Woche haben wir angefangen und sind endlich los nach ewig langer Vorbereitung. Wir wurden netterweise noch zum Flughafen gefahren aus Deutschland und dann ging der erste Flug direkt nach Washington DC in die USA, weil wir da meine ehemalige Au-pair-Gastfamilie besucht haben. Das ist eine australisch-amerikanische Familie, weil ich damals mein Au-pair-Jahr in Australien gemacht habe, aber sie mittlerweile nach Washington gezogen sind. Und ja, es war ein schönes Wiedersehen, die 2 Kinder auch zu sehen und die Eltern. Und wir wurden von denen netterweise auch vom Flughafen abgeholt. Was auf jeden Fall auf der Flugreise genervt hat, war, dass die Amerikaner uns 2,5 Stunden lang warten haben lassen, bis wir die Immigration machen konnten. Ist wahrscheinlich nicht ganz unüblich, aber nervt dann doch, wenn man eine 10-stündige Flugreise hinter sich hatte und einfach nur noch ankommen wollte und einfach im Kopf ist schon 1-2 Uhr ist nachts und man dann da steht in der Reihe und ich weiß, wie es weitergeht. Ja, aber hat alles super geklappt und wir haben sehr gut geschlafen. Wir haben beide einen Backpack jeweils dabei, dann noch jeweils einen Daypack, also einen kleineren Rucksack noch. Und das ist eigentlich alles relativ voll gepackt, aber wir haben sogar noch ein bisschen Platz übrig. Cool war noch, dass wir im letzten Moment die Patches, also ein paar Patches, die wir von anderen Reisen noch hatten, an unseren Backpack rangemacht haben. Und das hat uns viel Blut gespart, das händisch ranzunähen. Direkt den ersten Tag oder den ersten vollen Tag in den USA haben wir dann Sönkes Geburtstag gefeiert. Da haben wir einen Kuchen gebacken für die Familie und für uns selber natürlich. Und was backen wir heute? Kirschkuchen. Und leider hat es den ganzen Tag geregnet, deswegen haben wir nicht viel unternommen, außer den Jetlag noch ausgeschlafen und waren noch in einem Pancake-Haus zum Frühstück. Und haben den Tag ein bisschen entspannt angehen lassen. Am nächsten Tag waren wir dann wandern, beziehungsweise wie man es auch nennt, wenn man mit 2 kleinen Kindern unterwegs ist. Wir sind an einen Wasserfall gegangen und es war sehr interessant, weil einen Tag vorher ein Sturm durchgegangen ist und dadurch die Wassermengen ganz schön angeschwollen waren. Und ja. Am Tag darauf haben wir uns dann Annapolis angeguckt, eine Stadt in der Nähe von Washington, die bekannt ist für ihre Marineakademie und auch ein bisschen Segeln. Da sind wir ein bisschen durch die Stadt gegangen und hatten eigentlich einen schönen Tag. Ja. Und der Grund, warum wir da waren, war, weil wir von der Familie zu einer Geburtstagsfeier eingeladen worden sind und die haben da in der Nähe gewohnt. Und das gehört ja alles noch zu Maryland und dann wurde uns erzählt, dass es in Maryland eigentlich nichts Spezielles für diesen Bundesstaat gibt, außer, das waren 2 Sachen, mir fällt nur noch das Krabbenessen ein, Krebse essen. Und dann, genau, bei dem Geburtstag gab es dann viele Krebse zu essen. Und uns wurde genau gezeigt, wie man professionell die Schale und so alles entfernen muss, damit man ans Fleisch kommt.
Ja, und am letzten Tag in Washington haben wir uns dann auch nochmal auf die Mall begeben, auf die, wie heißt sie, National Mall, wo man einen Blick auf das Kapitol hat. Capitol heißt es wahrscheinlich. In der Nähe ist ja auch das White House und ein paar andere Memorials, sowie auch viele Museen. Aber so viel haben wir uns eigentlich gar nicht angeguckt, weil wir beide schon mal in der Stadt waren und ja, deswegen haben wir eher in den Museen dann drin. Ja, aber ja, es war sehr warm und ein bisschen rumgelaufen, noch einmal in ein Regierungsgebäude rein, wo man anscheinend einfach so rein kann und haben da ein bisschen Spaß gehabt. Ja, und dann sind wir noch am Abend zurück und haben Leas Geburtstag vorgefeiert. Es scheint wohl so zu sein, dass in Amerika es nicht ganz so wichtig ist, wann man wirklich Geburtstag hat. Hauptsache, man hat irgendwie Geburtstag. Und es bringt auch kein Pech, wenn man den Geburtstag vorfeiert, wie Ja. bei uns. Hoffentlich nicht. Oder sich vorher gratuliert oder so. Ja. Am nächsten Tag sind wir dann Richtung Kanada gefahren. Ja, es war eine sehr lange Zugfahrt, weil wir halt von Washington DC bis an die Grenze mit Bahn gefahren sind und das auch noch eine recht lange Distanz ist. Wir sind einmal in New York umgestiegen und unser erster Zug hatte halt leider eine sehr lange Verspätung. Wir sind 6 statt 3 Stunden gefahren, sodass wir dann unseren Anschlusszug in New York nach zu den Niagarafällen verpasst haben. Und so, das war der letzte am Tag, sodass wir dann umgebucht wurden auf einen anderen Zug, der nur nach Buffalo fährt, was nur in der Nähe der Niagarafälle ist. Und genau, in Buffalo sind wir dann wie spät angekommen? Ja, in Buffalo sind wir dann um 2 Uhr nachts angekommen. Der Zug hatte auch Stunden- nochmal 1 Stunde Verspätung. Eigentlich wären wir um 1 Uhr nachts angekommen. Ja, 4 Stunden später, als wir wollten. Wie fühlst du dich? Genervt. Wie spät ist es jetzt? 1:30 Uhr. Waren ja noch nicht mal am Zielort dann, wie geplant. Ja. Ja, dann mussten wir noch mit dem Taxi rübergefahren werden bis zum Grenzübergang. Und da gab es noch eine interessante Sache. Der Taxifahrer, der wurde eigentlich von der Amtrak-Gesellschaft, also der Zuggesellschaft, bezahlt. Die haben auch für ihn schon am Anfang gleich bezahlt gehabt. Und dann wollte er von uns aber auch nochmal versuchen, Geld abzudrücken und hat dann halt gesagt, er fährt uns halt zum Bahnhof, was ja ausgemacht war. Und wenn wir aber noch woanders hinfahren müssten, und es ist Wie ja zum schon, Beispiel der Grenzübergang nach Kanada, wo wir hin wollten. ja, wenn es schon 3 Uhr nachts ist, dann überlegt man sich ja, ob man nachts darum rennt. Genau, mit dem Taxi, das Ding war halt, dass es sogar auf dem Weg lag, diese Brücke, die der Fußgänger-Grenzüberweg ist quasi. Das heißt, das war nicht mal ein Umweg für den Taxifahrer, uns abzusetzen auf dem Weg zum Bahnhof. Und letztendlich haben wir uns aber darauf geeinigt, dass er uns dann doch kostenlos an der Brücke ausgesetzt hat und wir dann noch nachts den Grenzübergang machen konnten und dann mit dem Blick auf die Niagarafälle nach Kanada eingereist sind. Und meinen Geburtstag eingeläutet haben. Genau, stimmt. Du hattest dann auch den Geburtstag im Zug und am nächsten Morgen in Las Vegas, Kanadas, Niagara Falls. Also es war wirklich sehr, sehr gut, bevor wir auf größere Abenteuer zugehen, einmal uns akklimatisieren zu können, nochmal Bekannte zu treffen und nochmal in einem gesicherten Rahmen uns an einen neuen Kontinent zu gewöhnen. Es hat wirklich ein paar Tage gedauert, bis wir nicht mehr müde waren und auch uns von dem Alltagsstress, von den ganzen Vorbereitungen im Kopf her distanzieren konnten, sodass wir jetzt deutlich entspannter und fokussierter unsere Reise machen können. Das hat wirklich sehr geholfen. Ja, bei der Familie hat es auch sehr viel Spaß gemacht, fand ich, die Kinder noch mal zu sehen. Und dann waren sie 5 Jahre älter als zu dem Zeitpunkt, wo ich sie das letzte Mal gesehen habe, was dann ja natürlich schon ein großer Unterschied ist. Und es war richtig cool, mit denen zu spielen und so. Und die haben sich auch voll gefreut. Am Anfang waren sie noch ein bisschen schüchtern. Und am Ende wurden wir haben wir verschiedene Freundschaftsanbänder und kleine Gemälde geschenkt bekommen und so.
als nächstes freuen wir uns auf jeden Fall sehr auf Kanada. Da planen wir ungefähr so 2 Monate ein und wir wollen einmal quer durchs Land trampen. Und es wird auch sehr spannend und wir werden bestimmt viel erleben. Und ja, genau. Und über diese Erlebnisse werdet ihr auch, hoffentlich, wenn wir es hinbekommen, ein Video bekommen. Also schaut euch an, vielleicht ist es auch schon hochgeladen, wer weiß. Wir wollen diese Weltreise möglichst flexibel angehen und haben keine anderen Flüge gebucht bis auf den ersten und haben nur einen groben Zeitplan, wo wir wann ungefähr sein wollen, was vor allen Dingen daran liegt, dass wir überall den Sommer mitnehmen wollen. Wir wollen auch recht spontan unterwegs sein, weil wir auf dem Weg ja auf jeden Fall auch welche Empfehlungen bekommen, noch welche Länder sich lohnen oder wo es besonders schön ist, wo man vielleicht mehr Zeit einplanen sollte, als wir jetzt ursprünglich vielleicht denken. Und deswegen, ja, haben wir uns genug Freiraum noch eingeplant oder haben noch nicht zu viel geplant, dass wir da noch andere Sachen noch einbauen können. Und ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und freuen uns. Wer noch mehr miterleben möchte bei unserer Reise, für die haben wir eine Empfehlung, und zwar unseren Blog. Unseren Blog findet man unter invaluablediary.com und dort versuchen wir gleichzeitig ein paar Texte zu schreiben, wie es uns geht, was wir uns für Gedanken machen, Fotos hochzuladen und auch gleichzeitig findet man dann diese Videos auch dort verlinkt, sodass alles an einem Ort ist und wir versuchen, unsere Reise noch anderen Leuten verfügbar und zugänglich zu machen, sodass wir nicht nur für uns reisen, sondern auch etwas weitergeben können. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Naja. Wir haben es voll ernst gemacht oder haben keine Witze gemacht? Ja, wir waren total langweilig, glaube ich. Das hört sich niemand an. Haben wir noch irgendwelche lustigen Anekdoten? Ja, das. Nee. Ja, aus. Ja.